So, hallo und herzlich willkommen. Ich habe hier den lieben Ralf Macicic und den lieben Tim, aka RPG Kurga. Hallo. Und wir haben jetzt ein schönes Interview mit dem lieben Ralf, mit dem Art Director von damals, von Piranha Bytes. Und ja, da hat er zugestimmt, da habe ich mich natürlich super gefreut. Und da habe ich halt damals eine Zeichnung gehabt von ihm zu meinem Geburtstag bekommen, von Diego, eine Konzeptzeichnung. Und die fand ich so toll und ich wollte halt wissen, ob du dazu eine Anekdote oder irgendwas hast. So. Also das Lustige war, bis du mir das Foto gezeigt hattest, habe ich dieses Concept Artwork tatsächlich völlig vergessen gehabt. Das ist einfach so. Das sind Sachen, die sind ja vor gut und gerne über 20 Jahren entstanden. Das Interessante hierbei ist, du hast wahrscheinlich sogar die erste Zeichnung, die es von Diego gibt, da abgesandt. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 von diesen Ganzkörperansichten gemacht und wir hatten dann letzten Frühjahr über das World of Gothic Forum, weil ich beim Aufräumen hier, wir sind halt nach Ostfriesland gezogen vor 3 Jahren, eine ganze Schublade mit Gothic 1 Artworks noch gefunden habe und dachte so, es macht keinen Sinn, die hier verstauben zu lassen. Ich würde die gerne an Leute weitergeben, denen das Spiel was bedeutet. Und hatte mich dann mit den Moderatoren vom World of Gothic Forum zusammengetan. Und wir hatten da was ausgeknobelt und haben, glaube ich, an die 120, 130 Artworks für erschwingliches Geld. Mir war sehr wichtig, dass das alles bezahlbar ist und nicht an irgendwelche Scalper ging. Deswegen mussten wir da auch so ein bisschen monitoren, wer da tatsächlich bietet, weil wir mussten die auslosen, logischerweise. Und da ich glaube, da ist auch noch ein weiterer Diego letztes Jahr mit rausgegangen. Also ich habe selbst keine Diego-Zeichnungen mehr. Aber was ich mache, ist einfach, weil ich Spaß daran habe, ab und zu kaufe ich ein gebrauchtes Art of Gothic 3 Hardcover. Mach da eine kleine Zeichnung rein und stell die auf eBay. Also wer auch immer ab und zu was sucht, mit einem Original-Artwork in Anführungsstrichen, ist ganz gut beraten, ab und zu mal bei mir entweder auf Facebook oder auf die Webseite zu gucken. Schick mir gerne dann nachher mal einen Link zu deiner Ebay-Seite. Ich kenne da jemanden, den das vielleicht interessieren könnte. Ich hab keine Ebay-Seite, sondern wann immer ich so ein Buch kriege, das ist so alle paar Monate, taucht eins bei Medimobs auf und dann dachte ich, komm, lass es mal kommen, weil ich selbst habe nur noch 2 oder 3 Belegexemplare, die gebe ich nicht her. Ja, aber wenn ich die für kleines Geld kriegen kann, dachte ich mir so, gibst du die mit einer Zeichnung ab. Und das ist auch immer ganz nett. Das ist immer erschwinglich. Und für Fans, die das Artbuch sowieso haben möchten, ist das immer so ein ganz nettes Goodie, überhaupt noch irgendwo ein Exemplar zu finden. Also ich sehe die Zeichnung hier von Diego auch das erste Mal. Ich kannte die vorher jetzt auch noch nicht, deshalb für mich auch sehr spannend. Ich finde auch diese Idee sehr interessant, den Dolch quasi so an so einer Armschiene da so ein bisschen mit hinzuhalten. Und das noch vor Assassin's Creed. Also so muss man dazu sagen, bevor Assassin's Creed existierte, hattest du schon so eine Idee gehabt. Das ist schon sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Du versuchst halt immer Asymmetrie reinzukriegen. Weißt du, das Langweilige bei Games-Charakteren ist, wenn die symmetrisch gestaltet sind und du willst halt Asymmetrie immer versuchen, irgendwie da reinzukriegen, damit es ein bisschen interessanter auch ist. Weißt du, ob du jetzt Tattoos machst oder irgendwelche Gurte, die quer über die Brust gehen, über den Rücken. Hauptsache es ist weg von diesem langweiligen, symmetrischen Eindruck. Ja. Nee, sehr schön. Also damit hast du, glaube ich, schon mal 9 Leuten, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, schon mal gezeigt direkt, dass du nicht nur gut zeichnen kannst, sondern dass du auch, da sage ich jetzt mal, eine lange Erfahrungszeit hast, sag ich jetzt mal, und das schon sehr, sehr lange machst. Aber vielleicht gibt es ja ein paar Leute, die erstmal so interessiert, die dich vielleicht jetzt noch nicht so gut kennen. Mit was verdienst du denn heute aktuell so deine Brötchen? Ich kann es versuchen, chronologisch aufzubauen, weil ich glaube, das ist ein bisschen interessanter und macht mehr Sinn, wenn man sich dann wundert, wo ich jetzt geendet bin. Ich habe nach dem Studium, ich habe während des Studiums, ich hatte Animationsfilm, Kommunikationsdesign studiert, bin dann während des Studiums schon in einem Trickfilmstudio in Köln gelandet mit Studienfreunden von mir. Hab dann so an Sachen fürs ZDF und Sendung mit der Maus, diese Petsy-Kurzfilme, die es damals bei der Maus gab, da mitgearbeitet. Und ja, irgendwann, ich glaube nach 4 Jahren oder so, merkte man so, Animationsfilm in Deutschland ist jetzt nicht vielleicht
die zukunftsträchtigste Karriere und hatte dann totales Glück, dass ich dann in dem Moment, wo ich mich selbstständig gemacht hatte als Grafiker und in Bochum lebte, lustigerweise ausgerechnet bei den Firmen aufschlug, aus denen später mal Piranha Bytes und Phenomedia werden sollte. Und meine ersten Jobs tatsächlich im Games-Bereich, und da merkt man, das ist, ne, man muss immer nur Timing, Glück und die richtigen Leute treffen, war dann gleichzeitig die Art Direction von Moon 2 zu übernehmen und an einem Spiel namens Gothic zu arbeiten. Hat man mal gehört vielleicht, irgendwann. Ja, so kleine Independent-Projekte halt. hatte bei beiden, es war absolut nicht klar, dass das solche Popkulturphänomäne damals werden sollten, weil ich glaube, Piranha Bytes, die waren froh, dass sie jemanden hatten, mit dem man reden konnte, der dann auch tatsächlich diese Ideen versucht hat, zu Papier zu bringen und weiter auszuarbeiten, weil das waren nur halt 4 Leute in einem kleinen Büroschlauch von 20 Quadratmeter und vollgestopft mit PCs und Postern und Referenzmaterial. Und ja, das Schöne war, diese Reise Games ging für mich damals erst los. Und ich hatte, abgesehen davon, dass ich wahnsinnig viele super nette Leute getroffen habe, immer wieder Glück, dass die Projekte, die kamen, dann auch tatsächlich spannend waren. Ne? Das heißt, irgendwann habe ich dann relativ zum Ende dieser ganzen Games-Zeit auch so Collectors Editions designt. Es gibt da so Assassin's Creed Box und so, die man machen durfte. Und das macht natürlich einen Heidenspaß. Und daraus ist so ein bisschen auch die Liebe zur Buchgestaltung und generell so Designprojekten im Entertainment-Bereich geblieben. Das heißt, heute mache ich sehr viel Arbeit für kleinere Filmstudios, also viel Industriefilm-Storyboards. Ich mache Theaterprojekte, also Backgrounds und Kostümdesign, Posterdesign und in erster Linie Comics. Und da schließt sich so ein bisschen der Bogen. Also warum ich zum Trickfilm gekommen bin, war eigentlich so meine Liebe zu den Comics. Mir war aber damals schon klar, da kann man in Deutschland eigentlich nicht so richtig von leben. Mhm. Und je älter ich wurde, umso mehr merkte ich so, Computerspiele ist toll, weil der Bereich hat mich super behandelt. Das hat fantastisch funktioniert für weit über 20 Jahre für mich. Aber das ist so ein Altersding. Ich merkte dann, wenn man immer nur an Spielen arbeitet, die eine Nummer hinten dran haben. So und so Teil 4, so und so Teil 5, so und so Teil 6. Ist die kreative Herausforderung oder das kreative Ausleben nicht mehr ganz so spannend. Mhm. Das war vor knapp 10 Jahren und dann dachte ich so, ermuntert von meiner Frau, die Comiczeichnerin ist, ich würde gerne dieser großen Liebe Comics nochmal eine Chance geben, bevor ich zu alt bin und mich vielleicht auch nicht mehr traue, umzuswitchen. Und habe mich nach und nach in diesen Bereich hineingearbeitet. Man besucht Workshops, man findet Freunde, die ähnliche Interessen haben, aber auch Zeichner sind. Und auch das führt, wenn man die ganze Zeit aktiv in diesem Bereich tätig ist, immer wieder zu Kontakten und Möglichkeiten, sich zu engagieren. Ich habe zum Beispiel vor etwas über 4 Jahren jetzt das internationale Comic-Seminar in Erlangen übernommen. Das ist so einmal im Jahr stattfindender Comic-Workshop, der ist ziemlich speziell europaweit, weil der richtet sich eigentlich so an Leute, die nicht, ich würde mal Comics kennenlernen, sondern das sind meist ambitionierte Autoren, teilweise schon veröffentlicht, die ihre eigenen Projekte nochmal weiterbringen wollen, aber dann im Rahmen von, das ist so eine Comic-Klosterwoche, wenn man das möchte. Ja, ne? Man zieht sich zurück, man hat 2, 3 gestandene Professionelle und arbeitet dann an den eigenen Sachen. Das Coole ist, und das ist so schön, dadurch, dass ich lange Zeit im Games-Bereich gearbeitet habe, auch als Abteilungsleiter für Grafikabteilungen, lernt man auf diese unterschiedlichen Sensibilitäten gut einzugehen. Ne? Also im Games-Bereich ist es so,
In Extremfällen ist es so ein bisschen wie so ein Löwendoktor. Ne? Dem einen muss man ein bisschen klarer sagen, was man machen möchte, den anderen muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig in eine bestimmte Richtung schieben. Aber man merkt mit sehr vielen unterschiedlichen gestalterischen Richtungen und Sensibilitäten sinnvoll umzugehen. Und das kommt mir jetzt tatsächlich ganz gut zu Pass in meinem neuen Betätigungsfeld. Würdest du also auch sagen, kurze Zwischenfrage gerade dazu, würdest du also auch sagen, dass du im Laufe deiner Zeit auch als Chef, sage ich jetzt mal, auch so gelernt hast, so Führungsqualitäten zu entwickeln für Menschen? Oder sagst du, das ist so ein beiläufiges Ding, habe ich gar nicht so gerne gemacht, ich wollte mich eher auf die Arbeit selber, auf die kreative Arbeit eher konzentrieren der Leute? Ist eine komplexe Frage, die braucht eine komplexe Antwort, glaube ich. Also ich hab nie das Bestreben gehabt, vielleicht ganz zu Anfang meiner beruflichen Laufbahn, so Anfang, Mitte 20, da wollte man irgendwie der Boss von irgendwas sein. Dann habe ich festgestellt, nachdem ich irgendwie 2-3 Mal Regie geführt habe und so, will ich gar nicht. Ja. Mag ich nicht. Ne? Ich hab immer Angst, so ein bisschen, man nimmt so ein bisschen Schaden an seiner Seele, wenn man ständig Leute dazu bringen muss, Dinge zu tun, deren Impulse es vielleicht von Natur aus nicht ist. Und was ich gelernt habe, ist, dass die besten Leute in Führungspositionen sind oft die vielleicht die Qualitäten mitbringen oder sich aneignen können, nicht aber diese Führungsposition anstreben. Ne? Ja. Also ich bin auch zu dem Comic-Seminar so gekommen, ja, der Vorgänger Paul, der das aufgebaut hatte und über 30 Jahre fantastisch gemacht hat, zog sich so langsam aufs Altenteil zurück und ich hatte so die Befürchtung, wenn das niemand übernimmt, der mit viel Herz dabei ist, und sich selbst zurücknimmt, ne? Weil man stellt sich hier in den Dienst einer Sache. Das ist bei Games auch so. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, Concept Artist oder Art Director mit so einer Leitungsfunktion im Games-Bereich ist, du bist der Manager von so einer Band. Weißt du, jeder spielt absolut fantastisch auf seinem Instrument. Ne? Und die kommen auch als Gruppe zusammen, aber um dem Ganzen eine gewisse Kohärenz zu geben, musst du lernen, mit Menschen umzugehen auf eine Art und Weise, die nicht verletzend ist, nicht so patronisierend von oben runter, sondern so, okay, das ist die Richtung, lasst uns nicht den Fokus verlieren und man fühlt sich immer wieder in diese Rolle gedrückt. Also ja, ich muss es hier sinnvoll machen, ne, weil Leute werden krank, Projekte müssen zu Ende gebracht werden, man lernt diese Qualitäten zu entwickeln. Und das Spannendste ist, es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wer von euch zum Beispiel diese Tagebücher von Marc Aurel kennt. Absolut großartig. Es war ein römischer Kaiser. Genau, ja. Also ich kenn sie nicht, aber Marc Aurel habe ich mir diverse Dokus schon mal, sag ich mal, angeguckt. Also er ist mir ein Begriff. Ich weiß auch, dass es ein Kaiser war, aber jetzt die Tagebücher selber kann ich auch nur Dokus, ja. Was es ist, und das ist eine Qualität, die man lernen muss, die habe ich nicht mitbekommen, ist, man ist so ein bisschen stoisch, was das angeht. Das heißt, man muss immer wieder meditieren, sich daran erinnern, warum bin ich hier, was mache ich hier, was ist meine Funktion, ne, kann ich das überhaupt? Versucht selber sein Ego so ein bisschen in den Hintergrund zu drängen, damit die Sache funktioniert. Ne? Ja. Das ist das, was ihr im Games-Bereich macht. Ne? Also es gibt 2 Arten von Art-Direktoren. Das ist entweder My Way or the Highway. Das funktioniert, aber die Leute sind nicht immer glücklich, die da arbeiten. Oder man sagt, okay, das ist unser Ziel und ich versuche jetzt jedem individuell beim Finden des Weges zu diesem Ziel so viel Hilfestellung zu geben, wie ich kann. Ne, was bedeutet, man nimmt sich selber zurück. Ne, ihr müsst schon gestalten, das heißt sagen, das ist die Vorgabe, ne, ich gebe hier die Richtung vor, aber in dem Moment nimmt man sich auch wieder zurück, weil sobald alle das Ziel gesehen haben, ist jetzt, wie komme ich dahin, ohne dass ich Leute verformen muss oder deren künstlerische Sensibilitäten so wahnsinnig einschränken muss. Und das ist Zeug, was mir halt heute gut zu Pass kommt. Ne, wir machen immer wieder Filmprojekte in Storyboard-Form und sowas, bei denen man tatsächlich auch mehrere Leute versuchen muss, auf eine Richtung einzuschießen, ohne aber die ganze Zeit wie so eine Glucke da drauf zu hängen. Und das ist fantastisch. Man muss dann auch manchmal so die Zügel so ein bisschen führen oder sich auch selber dann mal so ein bisschen auch treiben lassen und die Leute so ein bisschen, so es ist ja auch eine Teamsache dann oftmals. Ja. Und du warst ja jetzt bei Gothic 1 und bei Gothic 3 vor allem mit aktiv
Du hast auch gesagt, damit hast du ja deinen Games-Bereich so, damit ging es halt los eher, ne? Bis auf Sven Bomboln und Mohun und die Themen davor. Aber ich sag mal so, hattest du so eine Arbeit wie bei Gothic 1 schon mal in irgendeiner Art und Weise vorher schon mal gemacht? So ein Medieval Fantasy Setting und du hast mir uns ja schon mal bei einem Gespräch erzählt, Designentscheidungen, ne? Wie hast du dich inspirieren lassen etc. Aber du hast sowas jetzt im Vorfeld noch nicht gemacht, so in so eine Richtung. Nein, das nicht. Aber das Interessante ist, auch das ist so eine Sache, die man lernt und die einem klarer wird, wenn man älter wird, ist, in meiner Vorstellung muss eine Person, die sowas gestalten will, eine bestimmte Sensibilität mitbringen. Ne? Man muss einfach besser werden. Das heißt so, ja, habe ich noch nicht gemacht. Wenn man sagt so, ja okay, das war's jetzt. Oder man sagt, habe ich noch nicht gemacht, traue ich mir aber zu. Und man wächst hinein. Und das Spannende ist, die Erfahrung zu machen, dass man hat ein Ziel, man hat auch eine bestimmte Vorstellung, wie dieser Charakter sein soll, den man da auszufüllen hat, weil man spielt am Ende eine Rolle. Und das Interessante ist, du machst es lang genug und intensiv genug und engagiert genug und irgendwann bist du diese Figur. So verrückt wie das ist, dass du versuchst, dich zurückzunehmen, aber es ist genauso viel künstlerische Entwicklung wie charakterliche Entwicklung vielleicht. Ja. Und das passt natürlich super, also gerade wenn ihr so Spiele wie Gothic seht. Die klare Aufteilung bei uns war, das Visuelle dieser Welt, das ist der Bereich, den ich als Vorleistung zu erbringen muss. Oder zu erbringen habe. Was darauf sitzt, ist eigentlich Möglichkeiten, machen das sich zum Beispiel die Story-Leute, also die Leute, die die Level-Edits machen, inspiriert fühlen. Ne? Das heißt, ich mache bestimmte Gebäudeformen in Form von Skizzen und sowas fertig und versuche immer so kleine Story-Elemente da reinzubringen. Man kann das ganz gut bei Gothic 3 sehen, da hatte ich zum Beispiel diese ganzen Wüstenstädte und dachte, das wäre cool, wenn man hat keine klassischen Friedhöfe, sondern die Familien bleiben immer zusammen und die Toten werden einfach da unters Haus gepackt und sind immer Teil des Familienkreises. Das ist nie aufgenommen worden, aber das war immer so eine Intention. Kann man so eine Art Kultur rückentwickeln, die, wenn man zum ersten Mal in diese Welt kommt, die Welt sich anfühlen lässt wie, die hat schon vor dem Spiel existiert. Ja, das ist nicht alles brandneu. Na, das ist der Grund, als ich 77 oder 78 zum ersten Mal Star Wars sah. Also, das fühlt sich so gebraucht an. Man hat so das Gefühl, das war eine Zukunft, die aber schon existiert, bevor dieser Film anfing. Und diese Designprinzipien damals vielleicht noch unbewusst aufgenommen und dann versucht immer wieder auch anzubringen, auch bei späteren Projekten wie den Siedler-Spielen. Ich glaube, ich hatte Siedler 7, Siedler 8 seinerzeit gemacht. Und auch das ist was, ne? Wie fühlen sich diese Welten an, als ob sie schon gab, bevor ich den Start-Button drücke? Also das, was du gerade mit Gothic 3 erzählt hast, muss ich mal beobachten. Ich spiele ja gerade aktuell wieder Gothic 3 und da muss ich mal ein bisschen versuchen, da mal so einen Blick dafür mal zu entwickeln. Alex? Ja, das ist mir auch nicht aufgefallen, genau. So. Ihr hattet mir eine ganz wunderbare Frage zu Gothic 3 geschickt. Und zwar, es gibt die polnische Gothic 3 Collectors Edition, die ich tatsächlich damals wahrgenommen habe, die aber nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Ich hatte diese deutschen Verpackungen gemacht, das heißt die Collectors Edition auf Deutsch und die reguläre Edition, also auch von der Covergestaltung und von dem Material her und das ganze Zeug wie Schriftform und. Aber was die polnischen Kollegen da gemacht haben, ist nochmal eins draufgesetzt. Also es war total schön gestaltet, also wirklich mit Folien, Golddruck und weiß der Teufel was. Das finde ich auch so abgefahren, wie anders und wie hübsch das auch aussieht. Und dieses eine Foto von dem Buch, also dieses Album Gothic 3 Buch, was man dann da unten sieht, das war dieses Foto, wie der Krieger da mit dem Schwert da steht vor dieser Ork-Armee, vor dem Turm, das war das erste Bild, was ich jemals zu Gothic 3 irgendwann mal gesehen hatte. Das ist tatsächlich von mir. Das ist tatsächlich eins von meinen Sachen. Ich war so enttäuscht, dass diese Szene im Spiel niemals existiert. Das ist
Das stimmt. Das ist leider wahr. Also es war in der Zeit, wo ich das gemacht hatte, und das muss irgendwann in der Mitte der Produktion gewesen sein, auch ein Plan gewesen. Na, und ich dachte, das ist super. Man beschrieb mir die Szenerie, aber das hat sich hinterher, weil dieses Spiel halt mit wahnsinnigem Zeitdruck zu Ende produziert wurde, dann auch ziemlich zerschlagen. Ne? Berühmt ist die Story, dass es Pferde geben sollte, aber nicht gab und so. Ja, also, genau. ne, und Aber teilweise immerhin, solche Szenarien auch. Entschuldigung, immerhin gab es ja Kühe und Hühner und Schweine, die es ja zuvor nicht das gab. stimmt. So, wenigstens Früher gab es ja keine, ja. Das stimmt. Das stimmt. Aber Haare hatten wir seinerzeit nicht hingekriegt. Dafür fehlte die Zeit. Deswegen haben wir uns diese Läuse-Backstory zumindest intern überlegt. Dann haben alle halt diesen rasierten Kopf und den konnte man aufmalen und musste nicht noch Frisuren da reinpflanzen. Das ist gut. Aber mit Mods ist ja heutzutage viel möglich. Also heutzutage kriegt man das schon irgendwie hin. Also auf jeden Fall gibt's ja, du hast viel in der Vergangenheit gemacht, aber was sind denn so deine derzeitigen Projekte und was hast du in Zukunft jetzt noch so geplant, über das du reden darfst? Vielleicht darfst du ja auch gar nicht drüber reden, wer weiß. Nee, also ich mache immer noch, wie soll man das erklären? Ich mache immer noch Buchprojekte für Verlage, aber das sind oft, sind die Comic bezogen, weil das einfach so mein Sweet Spot ist. Wir hatten zum Beispiel, ich habe das mal rausgesucht, letztes Jahr kam das raus, es gab einen zweiten Känguru-Film, den Marc-Uwe Kling inszeniert hat. Und der Verlag Ullstein hatte versucht, die haben das Storyboard gesehen, weil dadurch, dass die zweite Hauptfigur ist natürlich ein Animationscharakter, also muss man diesen ganzen Film storyboarden. Das hat ein ganz fantastischer Storyboarder namens Axel Eichhorst gemacht. Und Ullstein hatte das gesehen, weil ich glaube, die wollten einfach ins Marc-Uwe Kling-Geschäft kommen und dachten so, Mensch, das sieht aus wie ein Comic. Und dann haben sie aber relativ schnell, glaube ich, feststellen müssen, indem sie es an diverse Comiczeichner und Comicautoren geschickt hatten, dass es gar nicht so einfach ist, ein Storyboard zu einem Comic zu machen. Man muss da schon ein bisschen mehr wie mit Knetgummi umgehen. Und das kam letztes Jahr im Frühjahr rein, das Projekt, und musste innerhalb von 2 Monaten fertig werden. Und so habe ich dann mit meinem Geschäftspartner Jan, wir haben uns das Buch einfach in der Mitte geteilt. So, okay, das ist, ne, da kommt eben diese Art Director Richtung wieder durch. Ich glaube, ich weiß, wie man es machen kann. Habe dann Testlayouts gemacht. Verlag hat gesagt, super. Marc-Uwe hat gesagt, kann man machen. Und Axel hat sich nicht auf den Schlips getreten gefühlt. Das ist immer sehr wichtig, dass die Leute, die da kreativ beteiligt sind, sich nicht gegängelt oder verarscht fühlen. Und dann haben wir innerhalb von 2 Monaten dieses, ich glaube, fast 250 oder 280 Seiten dicke Ding zusammengelayoutet aus dem bestehenden Storyboard-Bildern. Ne? Also das ist echt krass. Also sitzt man da wirklich jeden Tag da 10 Stunden dran und prügelt übel durch? Oder gibt es auch mal Phasen, wo du sagst, ich mache heute mal 1 Stunde dran was und dann reicht das schon? Nö, das lief ja neben der normalen Arbeit. Das ist ja kein Vollzeitjob, sondern krass. Ne, du weißt, okay, ich muss 10 Seiten am Tag schaffen. Ne, weil dann weiß ich, in 3 Wochen oder so wäre ich damit einigermaßen durch. Und wenn man einmal sich da eingegroovt hat, weil wir mussten ja zum Beispiel die Zeichnungen nicht machen, sondern ich musste nur noch die Graustufen anlegen, die Sprechblasen, und das Ganze musste wirklich lesbar arrangiert werden. Und dann Learning by Doing. Ich sage, ja, ich glaube, ich kann das, und dann wächst man da rein, und am Ende des Projekts weiß man, oh, ich weiß jetzt, wie man sowas macht. Das Problem ist, danach kommt sowas nicht mehr. Du musst beim nächsten Projekt wieder lernen. Wie macht man das? Solche Sachen. Ansonsten, ich mache sehr viel Comic-bezogene Sonderprojekte. Ich hatte schon erwähnt, das Comic-Seminar in Erlangen darf ich organisieren. Ab und zu tut sich auch mal auf, weil wir beim Mittelalterlich sind. Ich glaube, vor 4 Jahren gab es das hier. Das war ein Projekt von einem mittelalterlichen Museum in Köln, das Museum Schnüttgen, und die hatten eine Ausstellung aus Bestandsmaterial gemacht und wollten das so ein bisschen interaktiver machen, und dazu konnten wir dann einen Comic und ein Poster entwickeln und sowas. Solche Sachen mache ich auch, und im Moment sitzen wir, weil du fragtest nach Zukunft, dieses Jahr bei mir in diesen Wochen endet gerade ein Comic, den ich einfach, weil ich diese Disziplin mir aneignen wollte, jede Seite online publiziere, also entweder Facebook, Instagram oder auf meiner Webseite kann man den mitlesen, während er passiert. Das Ding ist jetzt fast fertig.
Und dieses Jahr versuche ich gleichzeitig an 3 Geschichten, die alles Fortsetzungsgeschichten sind, zu arbeiten und stelle die ein und man kann mir dabei zugucken, wie ich das entweder versemmel oder wie ich es zum Funktionieren bringe. Ja, okay. Also es ist spannend. Ne? Und ansonsten, was ich sonst mache, ist halt Auftragsarbeiten. Das heißt, man macht Storyboards, man macht Illustrationen für Magazine, Games, für Konzerne, man macht Logoentwicklung, den üblichen Bauchladen, den man so als freiberuflicher Grafiker und Illustrator sowieso mit bedient. Okay. Das ist ein schöner Vergleich. Sehr schön. Meine Frage wäre noch, an welchen Gothic 1 und Gothic 3 Editions warst du denn beteiligt und inwiefern eigentlich? Weil es gibt ja wirklich extrem viele verschiedene Gothic 1 Editions, Gothic 3 Editions. Also Gothic 1, ich hatte das ganze Concept Art gemacht, dann wurde diese Firma, die Produktion zog sich ja legendär in die Länge, ich glaube, ich hatte am Ende fast 4 Jahre gedauert, bis das Spiel fertig war, hat den Konzern aufgebaut und auch überlebt, also ihr müsst euch vorstellen, während dieses Spiel in der Pipeline war, waren diese 3, 4 kleinen Firmen, die damals waren, wurden auf einmal groß, liefen 1 Jahr lang relativ gut und dann kam der große Absturz. Und in dieser Zeit zwischen, wir wurden groß und wir stürzen ab, kam Gothic 1 raus. Und meine Funktion war, die änderte sich im Laufe des Projekts. Am Anfang war ich ganz viel dabei, das erste Jahr. Ganz viele Entwürfe gemacht. Dann war mein Job eher, mich so um Lizenzen wie Moorhuhn, Sven und auch teilweise ganz fürchterliche Spiele, die wir da gemacht haben, zu kümmern. Und zum Ende der Produktion kam dann, ich glaube, Mike auf mich zu und sagte, Mensch, wir brauchen hier noch ein vernünftiges Logo und Coverdesign, das, was uns der Publisher da vorschlug, fanden wir nicht so cool. Und dann hatte ich das Cover-Artwork gemacht von der Gothic 1 Box, das Logo und solche Sachen bis zum Release halt. Einiges davon, zum Beispiel diese Cover-Illu, die Vorzeichnungen, die sind letztes Jahr tatsächlich auch an Fans rausgegangen. Also, es gab so die ersten Maskenentwürfe, solche Sachen halt, die Schläfermaske. Dann gab es Gothic 2, das war ganz interessant. Und zwar war das erst ein 2-Mann-Team, eigentlich 3 Mann sind das, ich glaube mit Markus Karg dazwischen. Das waren Alex und Stefan und, glaube ich, Markus Karg. Und die haben lange Zeit an Was könnte Gothic 2 werden rumgebastelt, während das Team um Björn und Mike eigentlich an einem anderen Spiel saßen. Das war eher so ein Inside-Science-Fiction-Projekt, was aber auch gleichzeitig mit so einer Engine-Entwicklung gekoppelt war. Ja. Solche Projekte kosten wahnsinnig viel Reibach, dementsprechend in so einem Konzernumfang kann man das machen. Aber ab einem gewissen Punkt war auch schon klar, dass dieser Konzern vielleicht nicht so lange existierte. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Konzernleitung war nicht so richtig happy mit dem, was Alex und Stefan als Fortsetzung von Gothic konzipiert hatten. Und dann schwang man auf einmal um. Dann wurde auf einmal aus diesem Inside-Science-Fiction-Projekt wurde dann Gothic 2 und landete bei Björn und Mike. Das führte auch dazu, dass dieses Team, was am Anfang so eine 4er-Kombo war, die eben zu zweit oder zu dritt, je nach Konstellation, an verschiedenen Projekten sitzen sollten, weil jetzt hatte man Konzerngeld, dann auf einmal auch die Köpfe gewechselt. Ne? Also und Mike und Alex waren dann so ein bisschen an den Rand gedrängt. Nicht gedrängt, aber fanden sich in neuen Rollen wieder. Gut für mich, weil ich war kein Game Designer. Ich musste auf einmal Spiele designen und hatte das Glück, dass Alex mir seinerzeit gesagt hatte, ja klar, was willst du denn jetzt umsetzen? Hier sind Spiele, ich bin kein Game Designer. Kann man daraus was Tolles machen? Und Alex und ich waren bei Sven zum Beispiel so die Taufväter. Und viele andere kleine Spiele, wie gesagt, viel Zeugs, wo man denkt so, ach, um Gottes Willen, ich glaube, das Beste davon ist immer noch Crazy Kickers. Das war so ein kleines 3D-Echtzeit-Game mit afrikanischen Dschungel-Fußballteams. Hat viel Spaß gemacht bei der Entwicklung. Und da merkt man halt Alex' Federführung ganz gewaltig. Ich gucke mir gerade mal so ein Bild parallel dazu an, weil ich das noch gar nicht gehört hatte. Aber Nein, Crazy Kickers war so ein Mitpreis-Titel. Ne? Es war ambitionierter als so Spiele wie Moon oder Sven. Ja. Aber
wir hatten auch keine richtigen Budgets dafür, die jetzt in die Hunderttausende gingen. Aber das ist auch 3D, ne? Ja, es war 3D-Echtzeit, also es hat Spaß gemacht, es sah ziemlich cool aus, aber als wir damit fertig waren, hatten wir so das Gefühl, so ein Fußballding, was so ein bisschen familienfreundlicher ist, im Mid-Price-Sektor, ist wahrscheinlich das falsch konzipierte Spiel für dieses Preissegment. Ja, okay. Ja. Man lebt und lernt. Genau. Ja, ja. Genau, und bei Gothic 3, um deine Frage weiterzuführen. Also, bei Gothic 3 hatte ich dann total viel Glück. Ich bin relativ früh eingestiegen, da war ich noch Art Director bei Phenomedia, aber die saßen dann schon in Essen, in so einem kleinen Einfamilienhaus. Und Mike hatte mich eingeladen, ob ich Lust hätte, ein bisschen was zu machen. Da war ich aber noch mit Moan und anderem Quatsch beschäftigt, aber ich dachte, ja gut, es hat Spaß gemacht, ich mag die Leute, auch heute noch alle, ob das jetzt Tom, Mike, Stefan und Co. ist. Alex ist ja leider nicht mehr bei uns. Aber habe damit angefangen und als ich dann merkte bei Phenomedia, so, das wird aber jetzt doof hier und die Atmosphäre wird halt toxischer, wenn so ein Konzern pleite geht, ändern sich die Firmeninhaber und trotz aller guten Absichten merkt man so, ich glaube, ich muss hier mal langsam abhauen. Ich mag dieses Klima nicht mehr und die Richtung, in die es geht. Ja, das sinkende Schiff nicht, die haben noch eine ganze Weile existiert, aber man merkte, wenn so ein Konzern pleite geht, das, was da übrig ist so ein bisschen wie so ein Zombie. Ne? So ein Teil lebt noch, aber ein Teil ist schon tot und irgendwie sieht das Ding auch schon aus, als ob es tot ist, aber bewegt sich trotzdem noch. Und, ne, wenn der eigene Überlebenswille so groß ist, dass man sagt, so ich wechsle und bin dann komplett zu Piranha Bytes gewechselt. War zwar auch Freiberufler, aber so brav monatlich meine Rechnung gestellt, hatte auch andere Projekte, weil in der Zeit hatte ich dann auch Sachen wie Comics, Siedler und sowas angefangen und hatte aber dann tatsächlich so einen 8-Stunden-Job bei Piranha Bytes und habe dann Gothic 3 konzipiert mit den Jungs. Das war ein sehr kleines Team, also für so einen AAA-Titel. Ich glaube, wir hatten 5 Grafiker. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Innerhalb von 3 Jahren so einen riesen Klotz an Arbeit rauszuhauen mit den Jungs. Hut ab. Ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt hatten. Und so zum Endphase, wo alles durchdesignt war, war eigentlich auch meine Funktion ein bisschen eingeschränkt. Und so hatte ich dann Community-Arbeit übernommen. Wir hatten dann die Collectors Edition und normale Edition gemacht, hatten dann die Gelegenheit, eine Art of Buch zu machen, was immer so eine große Bestrebung von mir war. Ich wollte einfach mal diese Gothic-Geschichte 1 bis 3 so weit durcherzählen, wie es uns möglich war. Und dann war ich auch nach Ende von Gothic 3 ziemlich durchgekocht. Also das merkte ich, habe noch Risen mitgemacht, aber dann war es das auch für mich, was so große Titel, die über mehrere Jahre gehen. Also ich merkte, es nimmt eine Menge raus. Man merkt auch gerade bei Projekten, die groß aussehen, aber am Ende von einem kleinen Team gemacht werden. Das ist eine Belastung für alle. Ja. Also gerade in Endphasen, wo man dann wirklich teilweise, weil das Geld fehlt halt zum Schluss. Ne? Die letzten Milestones, die Publisher sagen, nee, wir wollen ein bugfreies Spiel und ja, aber wir müssten noch ein halbes Jahr Arbeit reinstecken und dann merkt man so, ja, sorry, gibt nicht mehr Geld. Ne? Ja. Und dann steht man da und das macht man 1-2 Mal mit, auch bei anderen Projekten. Und dann habe ich gesagt, ich mag das nicht mehr, das ist mir zu viel. Nicht Unsicherheit, aber es sind immer so Unwägbarkeiten, mit denen man dealen muss. Und ich glaube, ich war nicht so gut darauf vorbereitet wie andere meiner Kollegen bei Piranha Bytes. Ja. Nochmal ganz kurz, also ja, das Thema Crunch-Time und so, das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Und ich glaube, für dich ist es so sicherlich ein bisschen vorbeigegangen, aber es ist ja trotzdem eine Belastung in gewisser Weise. Nochmal kurz zu diesem Art of Gothic 3 Buch. Mir persönlich fehlt das jetzt noch in meiner Sammlung. Hast du zufällig noch eins bei dir rumliegen, was du abgeben könntest? Ich habe tatsächlich nur noch 2, glaube ich zumindest. Die stehen noch hinter mir im Regal. Ich schreibe dir nach dem Interview nochmal ganz kurz. Ne? Ich bin bei diversen Wartelisten bei Buchhändlern ganz oben dabei und sobald eins frei wird, schreibe ich dir Bescheid. Wenn ich das hier habe, macht ihr auch noch eine schöne Zeichnung. Das ist sehr schön, da freue ich mich drüber. Genau. Aber es ist überraschend, wie gesucht das Ding ist. Als es rauskam, gab es halt nicht zu jedem Spiel noch ein Artbuch. Ne? Das war eher so eine Besonderheit, gerade zu Games.
Ne, heute ist es gar kein Problem. Zu jedem größeren Titel kriegt ihr natürlich ein Artbuch dazu, aber damals war das noch nicht so weit verbreitet. Jeder 5., 6. Titel hatte vielleicht eins. Ja. Und was mir total wichtig war, ist so ein bisschen dieses Fly on the Wall Erlebnis, ne? Dass man wirklich sieht, wie sich es entwickelt hat, ne? Auch ein bisschen ehrlich mit der Beurteilung der entstandenen Designs umgeht. Ne? Das ist halt nicht alles Gold, was man so manchmal produziert. Ja. Ne? Es muss funktionieren und darfst nicht zurückgucken und weinen, sondern muss einfach weiter marschieren. Ja. Aber gerade zum Thema Fantasy, Epos und große Produktion würde ich mal kurz nochmal abschweifen, kurz von Gothic. Ja. Man kennt ja so große Fantasy-Eposse und zum Beispiel Herr der Ringe oder Star Wars. Wenn du jetzt eins von diesen großen Franchises wählen müsstest, an welchem hättest du gerne mal mitgearbeitet in der Entstehungsphase? Definitiv Herr der Ringe. Also Herr der Ringe war tatsächlich auch so ein bisschen der Blueprint der Designs, wo sehr viel bei Gothic 1 auch eingeflossen ist. Ne? Und besonders Gothic 3, da gab es auch die Artbooks und man hatte ein tieferes Verständnis dafür, wie man solche Entertainment-Projekte, gerade so Fantasy-Welten, dieses Worldbuilding, was damals noch kein richtiger Begriff war, wie man das tatsächlich konsequent angeht. Ne? Und das ist Learning on the Job. Das ist okay, ich muss hier eine Fantasy-Welt entwickeln, aber die braucht eine interne Logik und eine interne Kultur, die da funktioniert. Gothic 1 war immer so ein bisschen wie keine Ahnung, Escape from New York, also die Klapperschlange, ne? Man hat so dieses abgeschlossene Areal, da wird man reingeschmissen und alle da drin sind irgendwie Gangster oder kämpfen ums Überleben, treffen auf, eher so eine Frazetta-Fantasy-Welt. Ne? Man merkt das so, schwere Krieger, kernige Sprüche. Und das Lustige war, es war halt auch sehr deutsch. Ne? Das Verrückte ist gerade bei Gothic. Und ich glaube, das finden gerade so diese Osteuropäer fantastisch, dass sich dieses Ding so fürchterlich deutsch anfühlt. Ne? Das ist wie Rammstein, aber als Computerspiel. Ne? Für alle anderen ist es exotisch, für uns ist es schon fast zu deutsch. Ne? Rein von der Farbigkeit, es ist halt alles über so ein olivbraunes Gematsche, viel Grau, ne? Es ist lausiges Wetter oft. Also und das Coole daran ist, wir empfinden das als, das passt sehr deutsch, aber alle anderen empfinden es als exotischer. Ne? Weil, man hat nicht versucht, ich glaube, das ist eins dieser großen Erfolgsdinger, die man daraus lernen kann, ist, versucht nicht zu sein wie die Amerikaner oder die Japaner. Macht was aus eurer Kultur heraus entsteht, wie eben Gothic. Und alle anderen werden es finden, wenn es gut genug ist. Das ist einfach so. Definitiv. Ja, also man muss sich nicht anbiedern. Ich glaube, die Leute finden es auch cool, wenn man sein eigenes Ding macht und mag nicht für alle funktionieren, aber bei Gothic ist mal die Überschneidungsgruppe wahnsinnig groß. Ich sag mal, der Export ist ja auch gut. Also es kommt ja auch gut an, gerade im östlichen Ausland, sage ich jetzt mal. Also da passt es ja auch trotzdem gut noch. Ja. Also ich kriege immer wieder Freundschaftsanfragen, gerade über Facebook, zu irgendwelchen Gothic-News-Gruppen, wo ich dachte, es gibt keine Gothic-News. Naja, jetzt ja bald jetzt wieder. Jetzt wieder mit dem Remake, was ich fantastisch finde. Und nein, ich habe tatsächlich nichts damit zu tun. Also ich hoffe, wer auch immer da tatsächlich die künstlerische Leitung hat, ich bin mir sicher, machen die einen guten Job, weil die Vorarbeit ist eigentlich getan. Und ich würde nicht erwarten, dass sich da jemand sklavisch an irgendwelche Vordesigns hält, sondern die sollen mal schön ihre eigene Richtung machen, die auch zeitgemäß ist. Ja. Unsere Richtung war halt Ende 90er Deutschland, das fühlte sich anders an, als es heute ist. Ja, das stimmt. Wenn das Remake rauskommt, würdest du dir da auch Zeichnungen dazu angucken, Wallpaper dazu angucken, einfach Absolut, um zu gucken? ich will's sehen. Also das ist ein Spiel, was ich gerne auch spielen möchte, einfach um zu sehen, wie fühlt sich's an. Ja. Oft ist es so, du hängst an alten Spielen, manchmal wegen des Spielspaßes, ne? Also einfach wie gut ist die Game-Architektur im Sinne von Spieldesign, ne? Aber oft ist es so, man geht wieder zurück zu alten Spielen, weil man die Atmosphäre mochte. Ja. Ne? Und ich glaube, wenn die das schaffen, so diese Atmosphäre im Ansatz einzufangen, dann ist es das Beste, was man erwarten kann. Wenn das Ding auch noch bugfrei ist, super. Dann ist es ein Gewinner in meiner Schublade. Ja, das Also stimmt. ich glaube, jeder von uns, auch Alex, glaube ich, auch große Erwartungen, schätze ich mal. Ja. Ganz stark.
Hoffen wir, dass wir nicht enttäuscht werden, genau. So. Das stimmt. So, mein nächstes... Also, ja. Ja. Du kannst gerne noch, wenn du was zu reden hattest, sagen. Okay. Ich habe akustisch nicht verstanden. Nee, du kannst gerne noch das sagen, was du sagen wolltest. Okay. Bevor ich die nächste Frage Also ich stelle. bin neugierig, wenn es Gothic 1 wird, wo bauen sie es aus? Das ist eine Frage. Ne? Also auf was baut man auf? Man kann das jetzt stumpfsinnig Mission für Mission nachbauen. Ich glaube aber, dass mit dem Wissen, was später kommt, Gothic 3, Gothic 2 und so, man natürlich viel umfangreicher diese Lore Geschichte im Hintergrund, die damals auch eben über die anderen Spiele ausgearbeitet wurde, noch viel cleverer einbauen kann. Ja. Ne, dass man so, okay, das ist so ein Nicken, so ein wissendes Nicken in Richtung Gothic 3 und sowas, das ist halt cool. Ne, also wenn sie das hinkriegen, super, das wünsche ich denen so. Gibt ja auch viele, viele Logiklücken, die noch offen sind und die man ja auch gut schließen kann. Und Kai hat da ja auch schon gesagt, dass man da als erstes mal alte Ordner durchfilzt und guckt, okay, was war damals geplant, was muss rausfliegen einfach. Ja. Und ich weiß auch aus sicherer Quelle, wenn Gothic 1 ein Erfolg wird, das Remake ein Erfolg wird, dann sind auch durchaus Gothic 2 und Gothic 3 das ist schön. Möglich. In der Mache. Ja. Hoffen wir also alle mal, dass das gut wird. Das ist echt schön. Wir hatten gerade bei Gothic 2, ich habe halt immer nur über die Schulter geguckt, als es entstand, weil in erster Linie, glaube ich, war der Character-Designer war Uwe seiner Zeit, und Uwe hatte, und deswegen hoffe ich, dass sie Gothic 2 remaken. Ihr müsst euch vorstellen, wenn so eine Figur abgewickelt wird, war damals keine andere Möglichkeit, die vernünftig zu painten, so wie heute, sondern man musste die Abwicklung in Photoshop aufklappen, musste dann malen, und jedes Mal, wenn die Sachen so an die Kanten stießen, also wenn Texturkanten projiziert wurden, hat Uwe das immer mit so einem Wischfinger gemacht. Das heißt, immer wieder an den Figuren haben da so gewobbelte, geschmierte Ecken, und ich so, Uwe, du kriegst eine Photoshop-Version ohne Wischfinger, aber bitte nimm einen Stempel, mach irgendwas, aber nicht immer diese verschmierten Pixel. Das ist fürchterlich. Aber auch dadurch entstehen tatsächlich solche gewissen Charakteristiken. Aber es war abgefahren zu sehen, was die so in eigener Richtung machen, weil ich hatte mit Gothic 2 nicht viel zu tun, einfach weil ich mit anderen Projekten beschäftigt war. Aber wie nimmt man das auf? Und das war total spannend für mich zu sehen, in welche Richtung die Jungs dann alleine liefen, ohne dass ich was damit zu tun hatte. Sehr, sehr spannend. Ja, sehr gut. So, du hast ja auch gerade schon Gothic 2 angesprochen. Warst du an Gothic 1 Sequel irgendwie beteiligt, oder hast du auch über die Schulter geguckt oder irgendwas, oder hast du irgendwas darüber zu erzählen? Gothic 1 Sequel, also das, was ursprünglich von von Stefan und Alex mit Markus Karg entwickelt wurde. Ich meine, ich war im Gespräch und hatte so ein paar Concept Art, also das wirklich nur ganz grobe Skizzen gemacht, um so ein paar Ideen konkreter durchdiskutieren zu können. Als ich die beiden wieder so ein bisschen mehr in meinem Leben hatte und sie sagten, komm, lass uns mal ein bisschen spitballen, also einfach so ein paar Ideen rumschießen, und wir saßen dann beim Kaffee bei denen unten im Büro, und wie das so ist, als Zeichner hast du dann auch schnell ein Blatt in der Hand und skribbelst dann bestimmte Ideen an. Aber die sind alle hinten übergefahren. Also es war echt faszinierend, was sie sich überlegt hatten. Es war wesentlich linearer als Fortsetzung von Gothic gedacht. Aber dadurch, dass es sich, wenn man es denn präsentiert, vielleicht für die meisten von den Leuten mit dem Portemonnaie als nicht brandinnovativ anfühlt, was man gar nicht will, ne? Sondern ich mache eine Fortsetzung und der Zauber ist, ich mache dasselbe, aber einen Ticken anders. Man initiiert ein paar neue Ideen, aber im Großen und Ganzen will man das, was das erste Ding gut gemacht hat, eigentlich weiterführen. Und das hatten sie gemacht. Ne? Während dann, als ich glaube, Björn und Mike neu dazu kamen, die dann komplett anderen Blickwinkel auf das Projekt hatten und ganz andere Idee gepitcht hatten, flog dann eben das erste Ding aus dem Fenster und damit auch meine Skizzen. Also ich bin sicher, die sind noch in irgendwelchen Ordnern, bei irgendwelchen Insolvenzverwaltern im Lager, aber ich glaube nicht, dass die jemals wieder das Licht des Tages sehen werden. Aber es hat meines Wissens nach, kann auch sein, dass ich da falsch liege, aber ich meine mal gehört oder gelesen zu haben, das Einzige, was vom Sequel überlebt hat, sind die grünen Scavenger.
Die haben es in Gothic 2 ins Add-on dann geschafft, glaube ich, wieder. Ja. Ich glaube auch, aber ich muss gestehen, so tief war ich nicht drin. Also ich finde es absolut bewundernswert, was Maike und Björn dann auf die Kette gekriegt hatten, weil die hatten eine wesentlich verkürztere Produktionszeit. Ja. Und auch wenn man einen Teil der Assets übernehmen konnte, es war immer noch eine gewaltige Leistung, das dann auch noch funktional und releasebar hinzukriegen. Schwer eindrucksvoll. Ich wollte gerade sagen, da kam ja noch viel dazu, neue Texturen sicherlich, viele neue Rüstungen mussten erstellt werden, Waffen, eine ganze Storyline, die ganzen Quests, die ineinander verbunden waren. Ich habe, sorry, dass ich kurz abschweife, aber es gibt so viele Dialoge, die einfach an so einem Board irgendwie zusammengefrickelt werden mussten, die einfach zusammen kombiniert sind. Wenn du das sagst, dann antwortet der nächste Charakter das und so weiter und das hörst du vielleicht nie, wenn du das tust und so. Also wirklich total krass und man findet auch teilweise heute, Alex, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man findet ja heutzutage auch noch so Dialogfetzen, die du 20 Jahre oder ewig, wie du das Spiel kennst, nie gehört hast. Ja, oder geheime Stellen im Spiel auch. So, du findest irgendwas, was du sonst noch nie gesehen hast, da hinten in der Ecke in Gothic 2 so oft. Vor kurzem das über der Höhle bei dem Banditen in Gothic 2 ganz am Anfang. Da ist ja auch eine Schlucht mit dem Amulett und sowas, das wusste ich früher nicht. Das habe ich beim letzten Let's Play mit der Switch erst herausgefunden. Versehentlich. Ja, also wie gesagt, da gibt es ganz viele Sachen und ja, Ralf, du hast ja mal erzählt, du hast ja auch mal die Spiele gespielt, aber es ist jetzt schon ein bisschen her. Ja. An was kannst du dich noch so erinnern, so Storyline-mäßig aus Gothic 2, Gothic 3, was dir im Kopf geblieben ist vielleicht? Ich muss dir echt sagen, die meisten der Storylines sind ein einziger Blur. Und der Grund dafür ist, dass ich während des Entstehens immer wieder Variationen davon gehört habe. Also selbst wenn ich dir jetzt erzähle, ja, da gab's dieses Gespräch mit dem König und so Figur und du stehst da und nicht, dass ich es jetzt schlecht nachempfinde, sag ich, in welcher Version erinnere ich mich jetzt? Weil ich wusste, in die Tiefe musste ich nicht einsteigen. Ne? Das heißt, ich hab's gespielt, nachdem es fertig war. Gothic 3 lange fertig war. Das war das erste Mal, wo es diesen Monster-Patch gab. Da dachte ich, okay, jetzt kann man es zocken. Und Gothic 1, das war in der Zeit, oh Gott, das muss, bevor ich bei Gothic 3 eingestiegen bin. Und selbst da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich Gothic 1 nicht durchgezockt habe, sondern irgendwo nach 20 Stunden ausgestiegen bin. Sorry. Also, ja, es mag sich jetzt sehr sakrilegmäßig an, aber es ist nichts ist schlimmer als Leute, die, weißt du, so Donald Trump-mäßig behaupten, sie haben irgendwas gelesen oder wahrgenommen, was man einfach nicht dokumentiert, oder wo jedem klar ist, der erzählt gerade kompletter Bullshit. Nein, aber wie gesagt, es mag immer sein, dass ich mich an eine bestimmte Art, ich erinnere mich an Story-Elemente, zum Beispiel mit den Pferden, wohl wissend, dass wir nie die Pferde da reingekriegt haben. Ja, und da müssen die durch die Wüste und da gab es den Punkt und dann gab es den Punkt und ich so, ja, das ist das, woran ich mich erinnere, aber wie bin ich dann von A nach B gekommen? Im Endeffekt ist das ja auch gar nicht schlimm, das ist alles schon so lange her und man hat ja auch andere Dinge, die man auch einfach tun will. Also das ist ja auch gar nicht so schlimm, wenn du jetzt sagst, du hast es halt nie durchgespielt. Mein Gott, ist so. Nicht zu Ende, definitiv. Gothic 1 nie zu Ende. Aber es hat mir auch gereicht. Also ich wusste, okay, ich muss nicht jede Mini-Details mit aufnehmen, was für das Design eigentlich irrelevant war. Ja. Und ihr dürft nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt hatte ich immer noch 6, 7 andere Spiele, die parallel designt werden mussten. Ja, das kommt dazu. Man wollte gar nicht so dieses Zeitcommitment so ausdehnen, dass man sagt, ja, klar, ich brauche jetzt 3 Tage, um Gothic 1 erstmal in Ruhe zu Ende zu zocken. War nicht drin. Ja, das stimmt. Oh, ja. Okay. So, habt ihr noch was an Fragen? Ja. Oder? Guck gerade auf die Zeit. Ja. Was würdest du heute anders machen, bezogen auf die Zeit mit Piranha Bytes, wenn du es ändern könntest? Meine Zeit bei Piranha Bytes, ich erinnere mich sehr, sehr gerne daran zurück. A, mag ich die Leute, ob das Mike, Björn, Mario, Co. ist, viele davon sind heute gar nicht mehr da. Was ich ändern würde, wäre tatsächlich ein Rauchverbot, weil ich erinnere mich an diverse Meetings in viel zu kleinen Räumen, wo alle gequarzt haben. Und ich kam da raus, stank wie so ein Räucher, alle haben totale Kopfschmerzen gehabt, weil als Nichtraucher hatte ich tatsächlich durch indirektes Rauchen so eine leichte Rauchvergiftung. Fuhr dann nach Hause und dachte so, ich habe in meinem Leben noch nicht solche Kopfschmerzen gehabt, woran lag das? Und das war normaler
Tabak. Das waren nicht Kräuterzigaretten, das war normaler Tabak. Aber das hat echt gereicht. Ich glaube, die Möglichkeit, damals digital solche Meetings zu machen, war wahrscheinlich noch nicht so weit fortgeschritten, nehme ich mal. Nein, das war auch gar nicht nötig. Vieles davon, zum Beispiel Kai, wenn man die Räumlichkeiten bei Piranha Bytes kannte, Kai hätte zum Beispiel ein ganz anderes Büro haben müssen. Der hat in einem ehemaligen Küchenraum gearbeitet, wo noch die Rohre aus der Wand kamen. Die hat man notdürftig verstopft seinerzeit, aber im Sommer stank es natürlich fürchterlich da drin und das war nicht Kai, das waren diese Rohre, die da offen waren. Ne? Und irgendwann war dann im Zuge dieser Zeit war dann auch auf einmal ich dafür zuständig, dass Kai seine Sachen fertig kriegen musste und habe dann auf Kai Druck ausüben müssen, sagt Kai, hier, ne, fertig werden und habe das gehasst wie die Pest, ne, weil ich bin auch sicher, Kai hat mich in dem Moment auch gehasst, ne, weil keiner braucht jemanden, der die ganze Zeit heiß in den Nacken atmet und sagt, hör mal, komm mal zu Botte hier, ne, also das sind so Momente, wo man denkt, ja, ich muss jetzt in diese Rolle schlüpfen, aber das hätte ich gerne geändert. Solche Sachen sind dann eine Belastung, selbst Jahre später noch. Aber hast ein gutes Verhältnis mit Kai heute noch? Ich glaube ja. Also wir hatten vor 2 Jahren, also man verliert sich so ein bisschen aus den Augen bei diesen Dingern. Das ist so ein bisschen auch wie Filmarbeiten. Ne? Also man ist in der Zeit, wo diese Projekte passieren, ist man so eine ganz eng verknotete Familie und dann bewegt man sich beruflich in andere Richtungen oder andere Projekte und andere Firmen und dann merkt man, man mag sich, man respektiert sich und mag auch die Arbeit, die man gemeinsam gemacht hat, aber es verliert sich so ein bisschen. Ja. Das ist offensichtlich die Natur dieser Kreativprojekte. Ist normal, ja. Genau. Also, hast du denn vor, irgendwann mal dein gesamtes künstlerisches Schaffen in einem Buch zusammenzufassen? So deine ganze Geschichte und alles drum und dran? Nein, definitiv nicht. Also ich habe mir geschworen, wenn ich nicht muss, weil mir nichts Besseres einfällt, würde ich ungern biografische Sachen machen. Als mein künstlerisches Werk, gerade was die Games angeht, vielleicht jetzt nicht so prickelnd, wie man sich's vorstellt, weil wir haben wahnsinnig viel Design für Spiele gemacht, die völlig zu Recht in irgendwelche Schubladen verschwunden sind. Man hat zwar irgendwo noch irgendwelche CDs und Festplatten mit dem ganzen Zeug, aber ich sage, um Gottes Willen, das mag man kaum zeigen. Dann Spiele, die einfach schlecht waren, an denen man gearbeitet hat, weil ich dachte, so Gott, irgendwie, wie peinlich ist das denn? Ne? Nicht, dass man sich wegen der Grafiken schämt, aber man weiß, da gibt es kein Interesse für. Was man da gemacht hat, war jetzt außen nicht so gut aufgenommen, dass es irgendeine Art Veröffentlichung im Nachhinein rechtfertigen würde. Und ehrlich gesagt, mein eigenes Leben ist, glaube ich, gar nicht so spannend. Also ich habe halt, ich glaube, 24, 25 Jahre für die Games gearbeitet, habe viel hübsches Artwork produziert. Bei Siedler war ich so schlau und habe die ganzen Sachen immer in einem Buch gezeichnet. Das habe ich noch. Und das ist tatsächlich hübsch. Ne? Also wenn man es zufällig beim Aufräumen in der Hand hat, denkt so, war nicht alles Mist, was man produziert. Ja. Ich glaube, Sammler würden das auch gerne in ihrem Besitz haben. Ja, das stimmt. 100%. 100%. Ich muss mal gucken, ich werde ja auch nicht jünger und meinem Gefühl nach, wo soll man die Sachen hinlegen? Wer auch immer meinen Nachlass am Ende weggibt, dem bedeutet das gar nichts. Also würde ich es dann wahrscheinlich vorzeitig irgendjemandem überlassen, der da wirklich was mit anzufangen war. Das stimmt. Ja. Okay. Welche Künstler haben dich denn auf dem Weg dorthin inspiriert? Oder vielleicht die auch nicht mehr leben, mit denen du auch gerne mal vielleicht ein gemeinsames Projekt gestartet hättest? Künstler bei Gothic, ich habe es schon ein paar Mal auch erwähnt, vieles davon sind Künstler, die vor 150 Jahren schon teilweise nicht mehr existierten, diese ganzen Orientalisten und. Es gab natürlich auch Leute, die einen schwer beeinflussten. Craig Mullins ist zum Beispiel einer von denen. Also wenn du digital malst und zeichnest und Konzeptart machst, Mullins war zum Beispiel Age of Empires und so, also viele Großprojekte, Filme. So einer der Leute, wo ich dachte, so Gott, was hätte ich dafür gegeben, dem mal eine Zeit lang über die Schulter gucken zu können. Weil man merkt, die haben eine spezielle Art zu denken, die sich wahnsinnig für diesen Bereich eignet. Ne? Und dass die Sachen auch noch fantastisch aussehen, wo man denkt so, ich sollte anfangen, Rasen zu mähen oder Gitarren zu bauen, aber ganz sicher nichts mit Zeichnen. So gut wie diese Leute werde ich nie werden. Aber das wäre so ein Traum von mir gewesen, mit solchen Leuten mal arbeiten zu dürfen. Ja, okay. Wolltest du schon immer in eine künstlerische Richtung gehen oder hast du mal in der Kindheit gedacht, du willst was anderes machen? Irgendwann?
Ich wollte unbedingt Arzt werden. Das war so ein Traum von mir. Habe aber dann festgestellt, mit der Schulausbildung, die ich hatte, war das nicht möglich. Bin dann eine Zeit lang auch in einem Kloster gelandet, einfach um meinen Kopf klar zu kriegen, was will ich überhaupt mit meinem Leben machen. Und habe mich dann entschieden, ich würde gerne was mit Film und Design machen und Games und Film und Comics und so. Zumindest was die Designschiene angeht, sind die Überschneidungen sehr groß. Die narrativen Geschichten, also alles, was filmisches oder spielerisches Erzählen oder Comic erzählen, könnten unterschiedlicher nicht laufen vom technischen her und wie man es strukturiert. Aber das ist tatsächlich immer so ein Wunsch geblieben. Das heißt, ich merke das auch so, selbst mein privates Interessenleben eiert immer um diese 3 Punkte rum. Ne? Also es sind Games, Comics und Film. Und vieles davon konnte ich tatsächlich ausleben. Film auch, weil ich bin auch bei SAE zum Beispiel Dozent für Filmgeschichte. Also im Nebenjob, weil mir das einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich dachte, es macht keinen Sinn, sich all dieses Wissen anzueignen, wenn man keine Möglichkeit hat, das jemandem anderen als Starthilfe mitzugeben, das einfach nur so in diesem Nerd-Geek-Sein verpurzeln zu lassen. Ich meine, ihr seht, was mich hier umgibt, so in meinem Arbeitszimmer. Einen nerdigeren Nerd werdet ihr wahrscheinlich kaum finden. Selbst wenn ich mich ansehe und denke so, okay, ich habe den weißen Bart, es ist nicht mehr rechtfertigbar, dass ich mich in diesen nerdigen Details verliere, zumindest im normalen Leben. Aber man merkt schon, wo das Herz schlägt. Hat ja zum Glück nichts mit dem Alter zu tun. Aber kurze Nachfrage nochmal wegen der Arztgeschichte. Was für ein Arzt wäre es gewesen? Welche Fachrichtung? Ich vermute eher Gynäkologie. Nicht aus den Gründen, die ihr denkt, sondern weil ich habe festgestellt, ich kam immer besser und schneller mit Frauen klar als mit Männern. Das ist so ein Charakterding. Und wahrscheinlich dachte man so, ich glaube, das wäre ein Bereich, in dem ich effektiver wäre. Okay. Ja. Okay. Sehr schön. Und jetzt noch. Ja. Also du fragst was mein Lieblingslied oder Lieblingsmusik ist. Also bei mir läuft den ganzen Tag Musik. Dadurch, dass man zu Hause arbeitet, finde ich das fantastisch. Bestimmte Frequenzen funktionieren nicht, wenn man kreativ denken muss. Was bedeutet, ich habe viel Ambient laufen, Ambient Lounge-Musik, ne? Aber sobald zu viel E-Gitarren drin sind oder zu viel Vocals im Vordergrund, merke ich, das geht so in mein Sprach- und Denkzentrum. Dann läuft da irgendwas, dann liegen auf einmal die Drähte übereinander und dann funktioniert das nicht so gut. Was aber Lieblingslied ist, es gibt tatsächlich eins bei mir, wo ich dachte so, wenn ich irgendwann mal beerdigt werde, dann sollte da Leonard Cohen's Everybody Knows laufen. Weil das so ein ganz komischer, vager Story-Aspekt ist. Ne? Man merkt, man erahnt die Geschichte, die da erzählt wird, eigentlich eher oder erfüllt sie, als man sie versteht. Das ist halt das, was große Poesie ausmacht. Ne? Man fühlt sich bewegt, weiß aber noch nicht genau warum. Okay. Ich kann das auf jeden Fall sehr, sehr relaten mit, man arbeitet zu Hause, man muss sich konzentrieren und dann geht eher sowas wie Lo-Fi oder Ambient. Ja. Ich höre auch sehr viel Kais Soundtracks neben der Arbeit. Super. Ja. Kai Rosenkranz, das ist wirklich Liebe, ja. Die Musik. Weiß eigentlich jemand, was aus seinem Kickstarter geworden ist? Ich glaube, der hatte einen da habe ich ihn unterstützt, ja. Journey Home. Ich habe da nie was gekriegt. Da kann man heutzutage immer noch sich downloaden und so weiter, also ist kein Problem. Ja, super. Ja, vielleicht schicke ich dir später, wenn du willst, ja genau. Ja, gerne mal den Link zumindest, weil ich weiß, da sollte irgendwas kommen, aber who knows, was daraus wurde. Ja, genau. Nee, ich habe ihn da damals unterstützt mit meinen Cousins, war sehr. Ja. Dem war mir sehr wichtig für ihn. Er hatte, glaube ich, eine Pause zwischendurch gehabt wegen Familie. Also ich glaube, er hatte dann noch ein Kind bekommen, glaube ich, so war das. Ja. Ganz sicher bin ich das zum einen, und Kai, was man wissen muss, Kai ist ein echter Renaissance-Mensch. Also ich habe niemanden in meinem Leben getroffen, der so viele Talente in so vielen Bereichen in sich vereint. Der ist nicht nur als Komponist und Musiker fantastisch, der versteht Grafik, ne? Also er war auch selber als Grafiker nicht schlecht.
hat dazu Technik verstanden. Der hatte zum Beispiel zwischenzeitlich eine Firma gegründet, die 3D-Scans adaptiert und hat sogar, ich glaube, irgendeinen so einen Innovationspreis gekriegt. Dann hatten die auf einmal 1 Million vom Land NRW für die Firmengründung bekommen, um diese Technik zu entwickeln. Und das ist alles Kai Rosenkranz. Also ich weiß nicht, warum der Brunnen bei manchen Menschen so tief ist, aber Kai ist definitiv tiefer als bei den meisten von uns. Ja, das stimmt. Würde ich auch zustimmen. Was ist denn deine wichtigste Erfahrung, die du im Leben jemals gemacht hast, Ralf? Mein wichtigster was? Erfahrung. Erfahrung. Das ist eine gute Frage. Dass man sich selber nicht so wichtig nehmen soll. Ich glaube, es gibt Momente, da gehört das Ego nicht rein. Und sich selber nicht wichtig zu nehmen, aber die Leute und die Sachen, mit denen man sich beschäftigt, die gleichberechtigt wahrzunehmen zu sich selber. Ich glaube, das ist so das, was man früher hätte lernen sollen, als man es vielleicht in der Praxis wirklich lernt. Das sage ich aber jetzt mit 57, wo ich zurückgucke. Wo ich denke, so, klar war ich doof, klar war ich naiv, klar war ich am Anfang ambitioniert. Und dann ist man froh, dass so ab 30 dieser ganze Quatsch langsam von einem abfällt und man doch wieder erwarten dazu lernt, nicht als kompletter Arsch durch die Gegend zu laufen. Man wird geerdet, so ein bisschen. Ja, das ist es. Ja. Mein Cousin wollte ich ja damals als Illustrator für so ein Buch, was er immer noch schreibt und so weiter und so fort. Wie ist denn dazu gekommen damals zu eurem Kontakt und alles eigentlich? Zu Piranha Bytes meinst du? Nein, du mit meinem Cousin Konstantin. Weil ihr hattet, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich vermute mal, es lief über das World of Gothic Forum. Weil ich habe das 2 Jahre lang wahnsinnig genossen, das mitzumachen. Wir hatten dann meine Nichte als Praktikantin. Die haben wir letztes Jahr nochmal für die Verkaufsaktion nochmal ein bisschen wiederbelebt. Das hat viel Spaß gemacht. Aber ich vermute, der Kontakt wird wahrscheinlich übers Forum gelaufen sein. Aber verzeih, wenn ich mich nicht erinnere. Nein, es war damals über Facebook, ihr habt da immer geschrieben. Der Account existiert auch nicht mehr von ihm. Deswegen, genau. Ja. Es kann sein, Also ich versuche immer wieder, wenn es Anfragen über Facebook gibt, weil man findet mich ja unter meinem Klarnamen, ich versuche dem auch immer wieder nachzukommen. Das heißt, ob das jetzt so Anfragen sind wie eure zum Beispiel, aber ich denke so, klar habe ich Zeit, weil diese Spiele, ob das jetzt Moan ist, Sven, Gothic, nicht nur, dass die mir viel bedeutet haben, sie waren sehr wichtige Meilensteine in auch meinem persönlichen Leben, und ich finde das mit der angemessenen Sorgfalt und nicht mit einer Arroganz, wie gesagt, das ist alles alter Scheiß. Nee, das ist Quatsch, weil diese Spiele bedeuten heute noch Leuten was, und ich finde, dementsprechend ernst sollte man damit auch umgehen können. Ja. Dann jetzt vielleicht so die Abschlussfrage. Was möchtest du in deiner Zukunft noch machen? Hast du noch Ziele, die du gerne noch erreichen willst? Unabhängig jetzt auch vielleicht von deiner Arbeit. Ja, tatsächlich abgesehen davon, dass wir hier oben im Norden angekommen sind und wirklich hier alt werden wollen. Also wir sind in Ostfriesland. Für die das nicht mitgekriegt haben, leben seit 3 Jahren hier. Ich habe mich sehr spät erst getraut, so ein bisschen meiner eigenen Muse zu folgen. Das heißt, es hat tatsächlich das Kennenlernen meiner Frau gebraucht, vor 10 Jahren, um zu sagen, so komm, versuch deine eigene Kreativität zumindest mal so zu bündeln, dass du nicht das Gefühl hast, du guckst mit 70, 80 zurück und hast Sachen nicht gemacht, die du machen wolltest. Ich selbst habe noch circa 30 Geschichten, die ich einfach erzählen möchte. Da werden noch mit Sicherheit mehr dazukommen, wo dann irgendwann meine Zeit auslaufen wird. Aber ich traue mich erst seit ein paar Jahren überhaupt sagen, nee, ich mache jetzt einfach mal eine Geschichte fertig, ich stelle die raus. Wenn sie jemand findet, schön. Wenn nicht, auch nicht schlecht. Aber ich konnte das, was mir wichtig ist, tatsächlich in Form einer Geschichte irgendwo manifestieren. Also wer Lust hat, kann gerne bei mir auf dem Instagram-Account mal nachgucken. Da läuft Digger seit November 22. Das läuft jetzt in diesen Wochen aus. Das ist so eine Novelle. Und die nächsten Sachen sind ambitionierter, weil Digger war so ein cooles Lernprojekt. Und ich dachte,
Ist nicht das, was man jetzt erwartet, wenn man Gothic-Fan ist, aber man merkt, dass die Person, die dahinter steht, viele dieser Werte tatsächlich rüberbringt. Und interessanterweise, Digger ist eine Knastgeschichte. Also der Zugang von Gothic-Fans sollte nicht so schwierig sein. Kann man dann bestimmt in der Videobeschreibung nochmal finden, dein Instagram-Account. Ja, absolut. Wie gesagt, Instagram, Facebook, auf welcher Plattform auch immer. Schlimmstenfalls guck mal bei mir auf der Webseite nach, da läuft das Ding auch. Genau, nein, das sind die Sachen. Also meine nächsten Jahre, ich werde wahrscheinlich nicht vor 80 aufhören zu arbeiten, weil erst jetzt darf ich machen, was ich wirklich möchte und so schnell mag ich das nicht hergeben. Das heißt, so Rente mit 65 oder 67 sehe ich für mich nicht. Ist doch nicht so, ne? Nein, es wird mit Sicherheit sein, dass ich das irgendwann motorisch oder mental nicht mehr leisten kann, das zu machen, was ich machen möchte, aber das ist halt das Leben, was einem so zustößt. Man vergisst es gerne, weil wenn man 30 ist, Anfang 20 bist du unsterblich, ab 30 merkst du, vielleicht ist meine Strategie nicht so toll, ab 40 merkst du, scheiße, mir läuft die Zeit da weg, und ab 50, im Idealfall denkt man sich, ihr könnt mich alle mal, ich mache jetzt meinen Kram. Ja. Und ich sag mal so, du hast ja immer noch deine riesige Bibliothek und du hast ja auch noch dein Homekino, also ich sag mal so, du hast ja immer noch Alternativen, wenn du dann selber vielleicht nicht mehr... Wenn ich nicht mehr kann und nur noch genießen kann, werde ich auch das machen. Dann viel lesen wahrscheinlich. Ja. Ganz genau. Das ist so ein schöner Abschluss. Ja, das hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne. Und ja, schick mir einen Link, wenn es online Genau, geht. mache ich sofort dann. Und ich werde dich auch allen verlinken, genau. Ja. Super. Okay. Dann habt noch ein schönes Wochenende. Ihr auch beide. Bis hoffentlich bald. Ja. Bis dann. Ciao. Bleibt gesund.